Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich dir zwei Aussichtspunkte bei Pedancuria und eine verlassene Klosteranlage in Pedancuria. Wir fangen beim Mirador de Mores Velosa an. Hier hast du eine wunderbare Aussicht und aufgrund des vielen Regens erstrahlt die Landschaft auch herrlich grün. Und es war auch besonders beeindruckend, die hereinziehenden Wolken zu beobachten. Zwar hatte man dadurch keine besonders gute Sicht, aber es sah wirklich irre aus, weshalb ich hier ein etwas längeres Video von gemacht habe. Ist es nicht Wahnsinn, wie die Wolken hier hereinziehen? Dieser Aussichtspunkt liegt auf ca. 650 Metern auf dem Berg Tegu und leider fanden momentan Renovierungsarbeiten statt, weshalb wir nicht alles bestaunen konnten. Und danach fuhren wir mit dem Auto weiter zum nächsten Aussichtspunkt. Mein nächster Stopp ist der Mirador de Guise y Ayose. Und während ich hier oben stehe und über die weite Landschaft von Fuerteventura schaue, merkt man schnell, dass dieser Ort nicht nur schön ist, sondern auch eine Geschichte erzählt. Die beiden Statuen zeigen Guise und Ayose, die früher jeweils über einen Teil der Insel geherrscht haben, denn Fuerteventura war damals in zwei Reiche geteilt, den Norden und den Süden, und genau hier irgendwo verlief diese Grenze. Ich finde es total spannend, mir vorzustellen, wie sie hier gelebt haben und über ihr Land geblickt haben. Wahrscheinlich mit ganz anderen Sorgen und Gedanken als wir heute. Als dann am Anfang des 15. Jahrhunderts die spanischen Eroberer auf die Insel kamen, mussten beide ihre Macht abgeben. Und genau das macht diesen Ort für mich irgendwie besonders. Weil man hier oben nicht nur die Ruhe und die Aussicht spürt, sondern auch ein kleines Stückchen Geschichte. Meine Eltern, die regelmäßig Urlaub auf Fuerteventura machen, erkannten diesen Ort kaum wieder, obwohl sie ihn schon öfters besucht hatten. Denn aufgrund des vielen Regens in 2026 erstrahlt Fuerteventura in einem herrlichen Grün und nicht wie sonst in einer kargen Wüstenlandschaft. Und es ist wirklich beeindruckend, wie der Regen die Insel verwandelt hat. Auch hier war die Fernsicht leider ein bisschen getrübt durch das schlechte Wetter, aber wir hatten aufgrund des Regentages entschieden, mit dem Auto ein bisschen die Gegend zu erkunden. Und danach sind wir weiter nach Betancuria gefahren, um das Kloster zu besichtigen. Und die Serpentinenstraßen haben es, wie du es sehen kannst, wirklich in sich. Es geht Kurve und Kurve hinab nach Betancuria. Die Stadt Betancuria selbst haben wir nicht besucht, da dort Touristenmassen in Bussen angereist sind und uns das viel zu viel Trubel war. Deswegen nur das Kloster. Mein nächster Stopp ist das ehemalige Kloster Convento de San Buenaventura und schon beim Ankommen merke ich, wie ruhig es hier ist. Denn im Gegensatz zum Ortskern von Betancuria verirren sich hierher nur wenige Bustouristen und man hat diesen Ort fast für sich allein. Vor mir stehen nur noch die alten Mauern und ein paar Bögen, aber genau das macht die Atmosphäre irgendwie so besonders, weil es nicht geschniegelt und touristisch wirkt, sondern einfach ursprünglich und ein bisschen vergessen. Ein richtiger Lost Place eben. Wenn man bedenkt, dass dieses Kloster schon Anfang des 15. Jahrhunderts gegründet wurde und damit zu den ersten auf den Kanaren gehört, fühlt sich das Ganze plötzlich viel greifbarer an, weil genau hier einmal Mönche gelebt haben, die von diesem abgelegenen Ort aus die Insel mitgeprägt haben. Ich gehe ein paar Schritte durch die Ruinen und schaue durch die offenen Bögen in die Landschaft und versuche mir vorzustellen, wie es hier früher ausgesehen haben muss. Mit Leben, Stimmen und Alltag, bevor das Kloster durch die Piratenangriffe zerstört wurde und später nach und nach in Vergessenheit geraten ist. Heute ist nicht mehr viel übrig, aber genau diese Stille, diese Weite und dieses Gefühl, hier einen Ort entdeckt zu haben, den nicht jeder besucht, machen es für mich irgendwie besonders.
Ich bleibe noch einen Moment stehen und genieße die Ruhe und merke wieder, dass es oft genau diese unscheinbaren Orte sind, die eine Reise am Ende wirklich besonders machen.